Ja, hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute waren wir mal wieder bei unserem Fischhändler und haben da Doraden gekauft. Und zwar so richtig schöne, ja, große. Und ja, da hat eine so circa 400 Gramm. Und da mache ich heute sowas Oberleckeres. Und zwar Dorade aus dem Backofen. Also die schmecken sowas von genial, weil das ist würzig, da kommen viel Knoblauch kommt da rein und dann haben wir dabei Oliven. Da nehme ich eigentlich immer diese türkischen Oliven, die gesalzenen, und die haben zwar noch einen Stein, aber die sind wirklich richtig schön würzig, aber ihr könnt auch andere schwarze Oliven aus dem Glas nehmen. Und ja, und dann natürlich noch Kartoffeln. Also ihr habt da überhaupt keine Arbeit damit, weil das Gemüse, die Kartoffeln, die werden einfach vorbereitet, aufs Blech gepackt und dann nebendran die Dorade und dann kommt das einfach alles in den Backofen. Und das ist so einfach und das geht so schnell. Und wisst ihr was? Das ist auch noch crunchy obendrein, aber lasst euch überraschen. Wenn ihr gerne so Backofengerichte auch gerne mögt, dann habe ich auch noch Hähnchenschenkel aus dem Backofen. Die verlinke ich euch auch mal oben. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr möchtet. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit meinen oberleckeren Doraden aus dem Backofen mit einem richtig tollen Crunch-Effekt. Aber zuerst ein riesen Dankeschön. So viel Zeit muss sein. Ich möchte euch wirklich von Herzen danken. Fast 200 Abonnenten. Ihr seid sowas von spitze. Also ich freue mich riesig, dass ihr solchen Gefallen an meinen Videos findet und auch immer so fleißig kommentiert und abonniert. Also 1000 Dank, ihr seid die Besten. Also wirklich, damit habe ich nicht gerechnet. Ein ganz liebes Dankeschön an euch. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, dann freue ich mich ja nach wie vor also wirklich über ein Abo oder einfach einen lieben Kommentar von euch oder ein Herzchen. Also da helft ihr mir wirklich unheimlich und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch und ja, ihr seid toll. Mal sehen, wann wir vielleicht die 300 schaffen. Danke, danke. Nach dem kurzen Intro geht's dann gleich weiter. Bis gleich, wir sehen uns beim Kochen. Los geht's mit der Dorade aus dem Backofen. 70 Gramm Semmelbrösel, 500 Gramm festkochende Kartoffeln, 4 Doraden, 400 Gramm, 2 Esslöffel eingelegte Kapern und mindestens 5 Knoblauchzehen, 500 Gramm Tomaten und 200 Gramm schwarze Oliven, eine Peperoni, eine rote, ein paar Zweige Thymian und wir brauchen noch Olivenöl. Die Kartoffeln waschen und dann halbgar kochen, weil sie ja anschließend noch im Backofen nachgaren. Also das mache ich immer ganz gerne. Mit rohen Kartoffeln habe ich immer Pech. Die werden bei mir nicht gar. Ja, dann das Brötchen vom Vortag dann in Stücke schneiden und die gebe ich dann in einen Blender und male sie, ja, mixe sie schön grob für nachher für diesen Crunchy-Effekt, der dann da auf den Gemüsekartoffeln ist. So kurz durchmixen. Ja, und dann sind sie richtig. Also es sind schöne, grobe Brösel geworden. So, ja, so sollen sie sein. Dann die Knoblauchzehen schälen. Also ich habe ja gesagt, mindestens 5. Also ich mag Knoblauch wirklich sehr und ich nehme da auch meistens dann so ein
paar mehr Zehen. Und ja, diese Knoblauchzehen, die werden dann in feine Scheibchen geschnitten. Die Tomaten werden gewaschen und dann die Stielansätze entfernt und dann je nach Größe eurer Tomaten könnt ihr sie halbieren, vierteln. Ich hatte jetzt große Exemplare, ja, und die schneide ich dann ganz einfach in gröbere Stücke. Bei der Peperoni jetzt den Stiel abschneiden und dann die Peperoni in dünne, feine Ringe schneiden und passt bitte anschließend auf, also fasst euch bitte nicht ins Gesicht oder an die Augen, also das brennt nämlich ganz höllisch. Anschließend am besten richtig die Hände mit Seife waschen. Die vorgekochten Kartoffeln sind jetzt abgekühlt und jetzt werden sie gepellt und dann je nach Größe halbiert oder geviertelt. Und die stellen wir dann auch wieder beiseite. Ich liebe dieses Ofengericht mit den Fischen, weil man kann alles vorbereiten und dann kommt alles einfach nur noch in den Ofen und ja, man kann sich dann freuen. Ja, und es duftet ganz einfach nach Urlaub am Meer in Italien. Ja, und weckt so ein bisschen Urlaubserinnerungen. In der Zwischenzeit könnt ihr auch schon den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. 6 Esslöffel Olivenöl abmessen, das brauchen wir nämlich gleich. Nun die Kartoffeln, die Tomaten, die Kapern, die Oliven, Peperoni und Knoblauch auf ein Backblech geben und dann mit dem Olivenöl richtig schön durchmischen und salzen und pfeffern. Ich finde ja, das sieht jetzt schon richtig toll aus, so schön bunt und das riecht jetzt schon richtig gut. Das Blech dann in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen setzen und für 25 Minuten garen. Ich lege immer gerne so Zitronenscheiben in die Bauchhöhle der Doraden und dafür dann einfach eine halbe Zitrone in Scheiben schneiden. Der Fischhändler hat die Doraden schon küchenfertig zubereitet, ausgenommen und entschuppt, weil ich kann Fische zubereiten und habe aber Schwierigkeiten mit dem Ausnehmen. Also das kann ich nicht machen. Also Gott sei Dank, das machte unser Fischhändler unseres Vertrauens schon für uns. Ja, und die Fische habe ich jetzt gewaschen, innen und außen, und trockne sie jetzt mit einem Küchenkrepp richtig schön trocken. Die seitlichen Flossen, die schneide ich immer ab, auch die unten an der Bauchhöhle. Die sind richtig fest und hart und da habe ich mich schon mal richtig dran gestochen. Also die entferne ich und das geht am besten
mit einer Schere. Die Fische jetzt von innen und von außen salzen und pfeffern, je nach Geschmack. In die Bauchhöhlen packe ich jetzt den Zitronen-Thymian, einfach so wie er ist, als Zweig, packe ich ihn da rein, dann lege ich noch die Zitronenscheiben dazu und dann kommen die Fische in den Backofen. Das ist also ganz, ganz wenig Arbeit. Also ich finde ja immer, Fisch ist ganz toll zuzubereiten, einfach und macht immer wenig Arbeit. So, das Blech jetzt aus dem Ofen heben und die Kartoffel-Gemüsemischung zur Seite schieben. Platz machen für die Doraden, weil die werden jetzt nebeneinander auch auf das Blech gelegt. Das Blech dann wieder in den Ofen schieben und weitere 20 Minuten garen. Das Blech dann wieder aus dem Ofen heben und jetzt ist Zeit für den Crunch. Die Semmelbrösel werden jetzt auf die Kartoffelmischung gestreut und jetzt beträufeln wir alles wieder mit etwas Olivenöl, geben das ganze Blech wieder zurück in den Ofen und garen die Sache dann für 15 Minuten fertig, bis die Brösel schön goldbraun gebraten sind und herrlich. Und das duftet. Das Blech kann man direkt an den Tisch bringen und von dort auf den Tellern anrichten. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Freue mich, dass ihr dabei wart und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.